Es ist der 12. Juni 2025. Ein Datum, das sich in das kollektive Gedächtnis der Luftfahrtgemeinschaft eingebrannt hat. An diesem Tag ereignete sich eine Katastrophe, die die Welt erschütterte. Air India. Flug AI-171, eine hochmoderne Boeing 787-8, stürzte kurz nach dem Start in Indien ab. 241 Menschen an Bord verloren ihr Leben. Die Ursache dieses Unglücks wird noch immer untersucht. Doch ein Verdacht drängt sich immer stärker in den Vordergrund. Ein Verdacht, der die Grundfesten der modernen Luftfahrt erschüttern könnte. War es ein Computer, der dieses Flugzeug zum Absturz brachte? Genauer gesagt, war es das FADEC-System? Die ersten Berichte, die Schreie im Cockpit, die Bilder des Wracks, alles deutet auf ein Szenario hin, das schlimmer ist als jeder menschliche Fehler. War es ein technischer Defekt, ein Pilotenfehler oder ein Softwarefehler, der 241 Menschen in den Tod riss? Die Antwort könnte in den digitalen Eingeweiden der Maschine liegen. Der Flug AI-171 startete vom Flughafen Ahmedabad in Indien. Nur wenige Minuten nach dem Abheben verschwand die Maschine vom Radar. Erste Meldungen sprachen von massiven Triebwerksproblemen. Ein entscheidendes Indiz war das Ausfahren der Ram-Air-Turbine, kurz RAT. Die RAT ist ein Notstromaggregat, das nur ausfährt, wenn die Triebwerke oder die Hauptenergieversorgung ausfallen. Sie ist ein klares Zeichen für einen kritischen Notfall an Bord. In den letzten Momenten verlor die Besatzung die vollständige Kontrolle über das Flugzeug. Unterhalb einer Höhe von 200 Metern gab es keine Chance mehr. Die Tragödie war nicht auf die Insassen beschränkt. Auch am Boden gab es Dutzende Betroffene, als das Wrack niederging. Das wahrscheinlichste Szenario, das sich abzeichnet, ist der gleichzeitige Ausfall beider Triebwerke. Und hier kommt das FADEC-System ins Spiel. Ein System, das potenziell die Kontrolle über die Triebwerke hatte und die Piloten übersteuerte. FADEC steht für Full Authority Digital Engine Control. Es ist eine hochentwickelte digitale Steuereinheit. Ihre Funktion ist die vollautomatische Regelung der Flugzeugtriebwerke. Das Entscheidende dabei: Piloten können FADEC nicht übersteuern. Sie geben Befehle über den Schubhebel, aber FADEC interpretiert und führt diese aus. Zu den Schlüsselfunktionen von FADEC gehören die Kraftstoffdosierung. Es regelt den Luftstrom in den Triebwerken. Es steuert die Zündung. Es kann das Triebwerk automatisch starten und es kann auch ein Triebwerk einfach automatisch ausschalten. FADEC verwaltet die Verdichterstufen. Es erzwingt die Einhaltung von Temperaturgrenzwerten. Und es führt umfassende Diagnosen und Protokollierungen durch. Es ist das Gehirn des Triebwerks. Ein Gehirn, das dem menschlichen Piloten übergeordnet ist. Dies ist nicht das erste Mal, dass FADEC im Zentrum einer Untersuchung steht. Ein beunruhigender Fall ereignete sich bereits 2003. Bei einem Testflug stürzte ein B-42-Bomber ab. Die Ursache war ein vollständiger FADEC-Fehlfunktion. Ausgelöst wurde dieser durch einen Softwarefehler in einem Update. Die Konsequenz war verheerend. Alle Triebwerke wurden gleichzeitig vom Computer abgeschaltet. Nochmal. Bei dem Vorgang in 2003 hatte FADEC 4 Triebwerke einfach abgeschaltet und der B-52-Bomber stürzte ab. Wir erinnern uns, die Aussagen steht im Raum. Die Piloten riefen Mayday. 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 Kein Schub. Kein Power. Kein Strom. Die Piloten waren machtlos. Sie konnten den Absturz nicht verhindern. Dieser Fall hat eine wichtige Lektion gelehrt. Er zeigt die Gefahr von Softwarefehlern in kritischen Systemen, die nicht übersteuerbar sind. Ein Computerfehler kann ein Flugzeug zum Absturz bringen, selbst wenn die Piloten alles richtig machen. Wir erinnern uns an die Boeing Max-Serie, wo auch Computer von Boeing die Maschine selbst haben entscheiden lassen und die Maschine nach unten getrimmt hat, gegen die Eingaben der Piloten. Ist das ein Zufall oder was ist da wirklich los bei Boeing? Die Untersuchung des Absturzes von AI-171 läuft noch. Die genaue Ursache ist noch nicht endgültig geklärt. Doch die Hinweise auf einen gleichzeitigen Triebwerksausfall sind stark.
Dies lenkt den Fokus unweigerlich auf FADEC. Es gibt mehrere Szenarien, wie FADEC bei AI 171 eine Rolle gespielt haben könnte. Fehlerhafte Sensordaten könnten FADEC zu einer falschen Interpretation verleitet haben. Dies könnte zu einer Abschaltung der Triebwerke geführt haben. Ein Ausfall der Stromversorgung könnte FADEC zum Stillstand gebracht haben. Wenn FADEC ausfällt, stoppen auch die Triebwerke. Ein Sicherheits-Shutdown könnte durch einen Logikfehler ausgelöst worden sein. Ähnlich wie im Fall des B-42-Bombers. FADEC-Systeme sind anfällig. Sie können Softwarefehler enthalten. Sie reagieren empfindlich auf elektrische Schwankungen. Probleme mit Sensoren können das System täuschen. Jede dieser Schwachstellen könnte bei Flug AI 171 zum Tragen gekommen sein. Boeing hat Fehler, wie auch bei Microsoft ständige Fehler rausgibt. Ich frage mich, wie sicher sind überhaupt noch Produkte aus USA? Microsoft gibt Updates heraus und die Computer stürzen ab. Dann gibt Microsoft erneut Updates raus, um die Updates zu fixen, und andere Computer stürzen ab. So wiederholt sich das ständig bei Microsoft. Ich habe ja oft darüber berichtet. Wie sicher ist Microsoft? Und nun Boeing. Klar, Millionen Menschen fliegen mit Boeing, mit Airbus aber auch. Aber erst die vielen Fehler mit der Boeing Max und nun womöglich wieder ein Computer. Fehler, aber diesmal in einem anderen Bereich? Trotz der potenziellen Risiken ist FADEC aus der modernen Luftfahrt nicht wegzudenken. Die Vorteile von FADEC sind erheblich. Es erhöht die Effizienz der Triebwerke. Es schützt die Triebwerke vor Überhitzung und Überdrehzahl. FADEC hilft, Treibstoff zu sparen. Es reduziert den Wartungsaufwand. Die Boeing 787 verfügt über besonders fortschrittliche FADEC-Systeme. Sie sind doppelt redundant ausgelegt. Ja, wie bei dem Bomber, wo auch 4 Triebwerke abgeschaltet wurden. Manche Redundanz wird zum Glücksspiel, wenn gleiche Daten zu gleichem Fehlverhalten führen. Sie führen Echtzeitdiagnosen durch. Na schön, finde ich gut. Sie verfügen über Selbstüberwachungsfunktionen. Doch es gibt einen entscheidenden Unterschied zu älteren Flugzeugen. Bei der Boeing 787 fehlt eine manuelle Notfallübersteuerung. Die Piloten können im Notfall nicht einfach die digitale Kontrolle umgehen und die Triebwerke direkt steuern. Sie sind auf die korrekte Funktion von FADEC angewiesen. Und irgendwo sind wir Menschen dieser Technik dann gnadenlos ausgeliefert. Ich frage euch, habt ihr jetzt noch Lust, in eine Boeing 787 oder eine Boeing Max einzusteigen? Die zentrale Frage bleibt bestehen. Ein Computer steuert die Triebwerke. Ein Computer, der potenziell für den Tod von Hunderten von Menschen verantwortlich sein könnte. Die wahre Ursache des Absturzes von AI-171 ist noch nicht abschließend geklärt. Die Ungewissheit ist quälend. Sie wirft eine unbequeme Frage für die gesamte Luftfahrtindustrie auf. Wer steuert das Flugzeug wirklich? Der Mensch oder die Maschine? Die Opfer von Flug AI 171 verdienen Antworten. Ihre Familien verdienen die Wahrheit. Die Luftfahrtindustrie schuldet der Welt eine Erklärung. Eine Erklärung, die klärt, ob wir uns blind auf digitale Systeme verlassen können. Oder ob die Kontrolle über Leben und Tod letztlich doch in menschlichen Händen liegen muss. Die Untersuchung muss schonungslos sein. Die Konsequenzen müssen gezogen werden, damit sich eine solche Tragödie niemals wiederholt. So, jetzt habe ich wieder mal 3 Abonnenten, die ich mal willkommen heißen möchte. Dies sind heute Mr. Peter Tett, Anton Witwer und Gary Dressler von Flug Simulation VFR. Danke, dass ihr den Kanal abonniert. Dies hilft dem Kanal, sich weiterzuentwickeln. Ich versuche euch immer bessere Videos zu machen und wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss! Bevor ich das vergesse, wenn euch das Video nicht gefallen hat, dann schreibt unbedingt hier beim Video einen Kommentar, da könnt ihr mir so richtig die Meinung sagen. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, klickt auf Like und schreibt ebenfalls einen Kommentar, denn ich freue mich auf eure Kommentare. Aber unbedingt hier beim Video und nicht in Facebook oder WhatsApp. In allen 3 Fällen solltet ihr zusätzlich den Abo-Button anklicken, denn nur so bekommt ihr mit, ob ich ein weiteres Video veröffentliche, auf das ihr schimpfen könnt oder das euch vielleicht gefallen wird. Aber ganz ehrlich, gar nichts zu machen. Das ist doch echt doof, nicht wahr?
Also bis zum nächsten Mal.